Hallo liebe Widder, wir schauen uns an die Veränderungen für Mai und Juni für euer Kollektiv. Ihr habt Genesung von Vaterthemen. Ihr habt Zeit zum Weitergehen. Es ist möglich, dass ihr nochmal mit etwas abschließt. Das kann jetzt hier aus dem Bereich der Vaterfigur oder Partnerschaften kommen. Oder auch wenn man selber Eltern ist. Ne? Und hier möchte etwas Neues entstehen, was euch Wellen des Wohlstandes mitbringt. Also neue Chancen, spannende Gelegenheiten, etwas, was ihr nutzen könnt. Und ihr habt Selbstwertthematiken. Also wenn sich hier etwas ankündigt, dann nimmt es auch an. So, da kommt gleich die männliche Hauptperson, passt zu den Eingangskarten. Es gibt vielleicht etwas zu klären mit dem Gegenüber oder auch mit der, ja, das passt sehr gut zu der Vaterproblematik. Ne? Oft sehen wir ja auch Männer an, die ein bisschen da reinspielen oder bei der wir Spiegelungen sehen. Ja, brauche ich eigentlich nicht viel dazu sagen. Möglicherweise ist ja auch eine Konfrontation mit der Vergangenheit, bei der ihr euch selber nochmal bilanziert. Möglicherweise hat der ein oder andere die Situation, dass Menschen ins Leben kommen, die ihr nicht bestellt habt, aber die euch irgendetwas aufzeigen. Es kann auch eine Situation sein, wo man zwischen zwei Stühlen hockt oder eben die Vergangenheit noch einen großen Stellenwert hat. An sich ist es so, dass ihr eine schöne Energie habt bei allem Ungeklärten. Das heißt, hier sind Konflikte, da ist auch ein bisschen Zündstoff. Da können auch Leute mit einreden. Aber ihr habt die Möglichkeit, das hier sehr gut aufzuklären und in eine schicksalshaft andere Phase zu gehen in eurem Leben. Wir haben die Liebe, die Herzensangelegenheiten, den Konflikt mit der Liebe so ein bisschen in Umbruchstimmung. Vielleicht ist es auch so, dass ihr hinguckt, wo ist die Verwundung noch groß, wo fühle ich mich nicht sicher, wo belasten mich auch andere oder mein Gegenüber oder wo habe ich etwas nicht verarbeitet. Vertrauen ist hier angezeigt, ehrlich sein. Ja, ihr habt hier sehr stark Familienthemen, die ihr in eine andere Qualität bringt. Da kann es dazugehören, dass ihr habt hier im Hause des Bären, das wäre die Vaterfigur, den Mond drin, dass ihr da echt ein Schattenthema abschließt oder auch nochmal die Gelegenheit kriegt, durch irgendwelche Konflikte, die aufkommen, zu sagen, so, ich gehe meinen Weg, geh du deinen, ich bin stark für mich und ihr habt hier die Möglichkeit, für euch selbst in eine sichere, harmonische Energie zu gehen, dem Ganzen nicht mehr so viel Gewicht zu geben. Ihr habt jetzt im Haus der Kinder oder der Neubeginne die Wege drin. Das heißt, hier sind auch Personen drumherum. Ne? Es kann jetzt sein, das sind eigene Kinder oder Freundschaften oder auch Partner aus der Vergangenheit, die hier neue Möglichkeiten geliefert kriegen. Für euch selbst ist es so, dass ihr lernt oder versteht, dass ihr euch selbst der beste Freund sein müsst. Ich habe es so, dass, naja, wie soll ich sagen, dass die Veränderung, die ihr hier habt,
Die gehen ein bisschen mit Stress einher, das Familiensystem ist aufgerüttelt. Es gibt vielleicht emotionale Konflikte mit irgendjemand, aber die Energie ist hier auch sehr ausgleichend. Wir haben Sonne und Mond nebeneinander, geben und nehmen. Es kann ja auch eine Veränderung im Freundeskreis sein oder etwas, was ihr mit den Ämtern oder Behörden oder die Selbstständigen betrifft. Das liegt hier mit der Wunscherfüllungskarte, auch mit der Langfristigkeit. Lasst euch bei den Wegen oder bei den Entscheidungen Zeit, macht keine wie nennt sich das? Kurzschlussaktion. Hier sind ein paar Hindernisse. Das kann jetzt auch Sturheit sein von anderen, die hier sagen, so will ich das und du möchtest es aber so. An sich ist es eine gute Möglichkeit, sich da durchzuboxen, wo man unabhängig sein will. Ich habe das Stabilisieren von Geld. Ich habe das Stabilisieren von Emotionen, wo ihr lange dran gearbeitet habt oder auch eure Einstellung zum Leben oder mit dem Leben gearbeitet habt. Hier hast du nochmal Selbstwertthemen dabei. Da könnte auch der Konflikt sein, ne? Was hat man euch in der Family beigebracht? Wie viel wert wart ihr oder wie habt ihr euch da durchs Leben gearbeitet? Ihr selbst liegt im Haus der Ringe drin. Das kann ja sehr gut sein, dass ihr mit Kreisläufen beschäftigt seid, dass ihr über partnerschaftliche Sachen nachdenkt, dass ihr Frieden schließt mit der Vergangenheit, dass ihr da nichts mehr sagt, wo ihr es leid seid. Ja, ihr habt tatsächlich klassische Elternthemen hier liegen. Wir haben hier im Haus der Schlange den Konflikt. Kann natürlich auch das Gegenüber betreffen oder Leute, die meinen, sie müssten immer wieder in die Situation mit einspielen. Jemand nimmt vielleicht zu sehr auch euren eigenen Platz ein. Der Baum geht raus, das sind die langwierigen Sachen, die Sachen auch mit der Vitalität. Man sieht im Haus des Baumes das Kleeblatt drin. Hier ist es jetzt so, ihr habt hier die große Möglichkeit, ein Beziehungssystem, das sehr verworren ist oder mit vielen Hindernissen oder Herzschmerz und Belastung zu verändern. Seelisch mehr in ein Gleichgewicht gehen. Ich habe irgendwie eine schnelle, überraschende Energie, die am beruflichen Bereich die Finanzen erhöht, Möglichkeiten zu neuen Arbeitsverträgen oder aber auch Mietverträgen. Ihr habt ja eine Epoche, wo ihr sehr viel Prüfungen bestanden habt im Leben, wo sich das Schicksal ein bisschen für euch so wendet, dass ihr wieder mehr in den Flow kommt. Es kann ja sein, dass ihr entweder über den selbstständigen Bereich, das liegt hier sehr gut, der Arbeit oder von den Ämtern und Behörden irgendetwas zugesprochen kriegt. Das kann jetzt hier Kindergeld sein, etwas Hausfinanzielles oder aber auch tatsächlich mit den Ämtern und Behörden der Vitalität zu tun haben. Es kann auch sein, dass es etwas ist aus der Vergangenheit, ein Ausgleich, eine Sache, die mit alten Beziehungen zu tun hat. Irgendwo habe ich ein bisschen ein Pendant. Es ist so, dass ihr habt irgendwie der Worte viele, die Sachen lösen könnten. Ihr seid sehr gedankenlastig. Ihr hofft ja auch, dass sich Dinge so verändern, dass die anderen irgendwo mitspielen. Und ihr dürft hier gucken, wo möchte ich mich noch durchsetzen und wo sage ich, ich habe genug gesagt, es bringt sowieso nichts. Du kannst die Meinung der anderen nicht verändern. Du kannst deine eigene Einstellung dazu verändern. Guckt mal, hier ist der Erfolg. Ihr habt euer eigenes Element dabei. Der Erfolg liegt hier im Haus der Blumen. Das ist zeitnah, das ist da, wo alles blüht. Da, wo 3 Monate kein
keine Zeit mehr ist. Ich sehe den Erfolg bei euch sehr am finanziellen Bereich dran und an allem das, was ihr euch erarbeitet habt. Wir haben Element Feuer, also wieder Schütze Löwe Energie. Und es ist eine Sache, wo ihr euch regeneriert, auch nochmal Element Feuer, wo sich irgendetwas auszahlt, für das ihr euch bemüht habt oder eingestanden habt. Ja, das passt super gut. Wir haben die Motte, die sagt euch, guckt mal hin, wo seid ihr irgendwo gebunden, verbunden, was erlöst sich nicht. Das ist hier sehr am familiären Bereich und auch an Bereichen der Vergangenheit. Es geht sprichwörtlich darum, irgendwo die Fesseln zu lösen, die Seele zu befreien, unabhängig zu werden. Das wiederholt sich hier nochmal, lasse zu, dass Altes gehen kann. Das sind sehr viel emotionale Dinge wie Wut, unerlöste Gefühle, Trauer, Enttäuschung. Und ihr dürft auf eure Träume achten, auf eure Gedanken, was zieht euch immer wieder in die Vergangenheit. Hier ist eine große Lehre für euch, die ihr aus dem Kapitel Vergangenheit ziehen könnt, um Erlösung zu finden. Und dass ihr auch selber wieder mehr strahlen könnt. So, noch ein Glücksimpuls. Ihr bekommt Unterstützung und ihr dürft jetzt eure Samen aussehen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.